Hallo und herzlich willkommen. Vor allem bei unseren österreichischen Nachbarn ist sie sehr bekannt, die Malakoff-Torte. Versucht mal mein Rezept mit einer fruchtigen Orangencreme und mit der Creme fange ich an. Zuerst koche ich einen Fruchtpudding, dazu brauche ich diese Zutaten: 550 ml Orangensaft, 50 bis 70 Gramm Zucker je nach Süße des Saftes, ein Päckchen Vanillepuddingpulver und 5 Blatt Gelatine. Den Orangensaft, Zucker und das Vanillepuddingpulver in einen Topf geben und alles klümpchenfrei verrühren. Jetzt das Ganze auf der Herdplatte unter Rühren aufkochen lassen. Beim Rühren immer eine 8 beschreiben, dann brennt an keiner Stelle vom Topfboden der Pudding an. Einmal sprudelnd aufkochen lassen und dann von der Herdplatte nehmen. Den Fruchtpudding dann gleich in eine Schüssel umfüllen. Der Pudding muss ein paar Minuten abkühlen. In der Zwischenzeit weiche ich schon mal die Gelatine in kaltes Wasser ein. Wie immer Blatt für Blatt. Und bis die Gelatine geweicht ist, den Pudding ab und zu durchrühren. Die eingeweichte Gelatine ausdrücken. Und die muss jetzt zur Weiterverarbeitung nicht aufgelöst werden, sondern kommt in den noch warmen Pudding. Mit dem Schneebesen einrühren, bis es sich vollständig gelöst hat. Und das kann man erkennen, wenn am Schneebesen keine Fäden hängen. Mit dem Teigschaber den Pudding vom Rand lösen und mit einer Klarsichtfolie plan abdecken, damit keine Haut entsteht. Den Pudding jetzt erstmal zur Seite stellen und jetzt geht es weiter mit dem Biskuit. Zuerst aber 2 Backbleche vorbereiten. Den Boden backe ich in einem 26er Backring oder in einer Springform und das andere Blech brauche ich für die Löffelbiskuits. Für den Biskuitteig nehme ich 4 Eier der Größe L, 100 Gramm Zucker, 100 Gramm Mehl, ein Päckchen Vanillezucker und eine Prise Salz. Zuerst trenne ich die Eier, das Eiweiß gleich wieder in die Rührschüssel geben. Beim Aufschlagen vom Eischnee ist es immer wichtig, dass Schüssel und Rührbesen fettfrei sind und dass nichts vom Eigelb in das Eiweiß gelangt. Die Eigelbe kurz zur Seite stellen, zu dem Eiweiß das Salz zugeben und auf höchster Stufe für etwa eine halbe Minute anschlagen. Dann die Hälfte des Zuckers einrieseln lassen und weiterschlagen und das Ganze dauert dann etwa 2 Minuten. Den steif geschlagenen Eischnee in eine Schüssel umfüllen. Und kurz zur Seite stellen. Dann die Eigelbe, den Vanillezucker und den restlichen Zucker in die Rührschüssel geben. Und hier braucht der Schneebesen und die Schüssel nicht gespült werden. Das Ganze jetzt weiß schaumig aufschlagen. Das heißt für etwa 2 Minuten. Die Eigelbe sind jetzt weiß schaumig aufgeschlagen und jetzt gebe ich sie über den Eischnee. Und das Mehl gleich darauf sieben. Und das Ganze mit einem großen Schneebesen vorsichtig unterheben. Da kein Backpulver in den Teig kommt, braucht man die Lockerung durch den Eischnee.
Der Biskuitteig ist jetzt fertig und kann schon in die Form gefüllt werden. Jetzt schon mal den Backofen auf 180 Grad Umluft vorheizen. Etwa die Hälfte des Teiges in die Springform für den Boden füllen und aus der anderen Hälfte spritze ich später die Löffelbiskuits. Dann verteilen und der Teig sollte etwa 2 cm hoch sein. So etwa gleich verteilt reicht, er muss nicht glatt gestrichen werden. Und noch kurz zur Seite stellen. Die Löffelbiskuits spritze ich mit dem Spritzbeutel mit einer 9er Lochtülle. Die Löffelbiskuits aufspritzen, das heißt, ich mache oben ein bisschen leer Köpfchen, ziehe lang und wieder zurück. Also einen Punkt machen, ziehen und zurück. Die Größe ist gar nicht entscheidend, entweder macht man sie etwas kürzer oder länger, die werden ja dann in der Creme versteckt. Und immer etwas Platz dazwischen lassen. Die restlichen Biskuits, also den restlichen Teig, spritze ich dann hier noch mit auf das Blech. Biskuitboden und Löffelbiskuits jetzt bei 180 Grad Umluft für ca. 15 bis 18 Minuten backen. Den Boden backe ich auf der 4. Schiene und die Löffelbiskuits auf der 2. Schiene. Der Biskuitboden und die Biskuits sind jetzt fertig, auf dem Kuchengitter stellen und erstmal abkühlen lassen. Die Löffelbiskuits vom anderen Blech ziehe ich gleich mit der Backfolie vom Blech und löse mit einer Backpalette. Gebe sie aufs Kuchengitter und da können sie dann gleich auskühlen. Die anderen nehme ich auch runter. Die Löffelbiskuits alle abkühlen lassen. Biskuit und Pudding sind ausgekühlt und ich mache jetzt weiter mit der Creme. Ich mache jetzt die Creme fertig. Dazu schlage ich noch 400 ml Sahne steif. Die Sahne ist jetzt steif geschlagen. Jetzt ziehe ich die Folie vor dem zimmerwarmen Pudding und rühre den Pudding noch einmal mit dem Schneebesen durch. Die geschlagene Sahne darauf geben und mit dem Schneebesen unterheben. Wer möchte, die Creme nochmal abschmecken und gegebenenfalls nachsüßen. Den Biskuitboden von der Folie lösen und auf die Tortenplatte setzen. Ich stelle jetzt eine Tränke her aus 200 ml Orangensaft, 50 ml Orangenlikör, das ist Cointreau, und 25 Gramm Puderzucker. Likör und Puderzucker zugeben und verrühren, bis der Puderzucker sich gelöst hat. Den Boden mit dem Pinsel etwas beträufeln und wenn Kinder mitessen, den Likör weglassen und durch Orangensaft ersetzen. Die Löffelbiskuits werden dann auch getränkt, bis auf die 12, die ich dann morgen für die Deko brauche. Und die 12 dann zurücklegen. Als nächstes gebe ich etwa 1/3 von der Creme auf den Boden. Und verteilen. Die Biskuits jetzt in die Tränke tauchen und auf den Boden legen. Möglichst dicht und leicht in die Creme drücken. Das 2. Drittel der Creme darauf geben und wieder verteilen.
Und jetzt die zweite Schicht aufbringen. Gegebenenfalls noch etwas in die Creme drücken, wenn eins zu sehr aufsteht. Und jetzt den Rest darüber geben, verteilen und die obere Schicht dann schön glatt streichen. Ich nehme dazu wieder den Tortenheber und mit einer drehbaren Tortenplatte tut man sich doch viel leichter. Die Torte abdecken und für mindestens 4 Stunden, besser über Nacht kühl stellen. Und ich stelle sie über Nacht kühl. Die Deko bereite ich auch schon heute vor. Dazu schmelze ich 50 Gramm Vollmilchkuvertüre gleich im Backofen mit der Nachwärme. Während die Kuvertüre schmilzt, röste ich schon mal die Mandelblättchen an. Die gebe ich in der Pfanne ohne Fett und lasse sie leicht anbräunen. Das Anbräunen von den Mandeln geht ganz schnell, das heißt die Pfanne nicht erst die Augen lassen, sonst können sie ganz schnell verbrennen. Immer wieder mal durchschwenken oder mit einem Teigschaber immer wieder mal umrühren und umdrehen. Wenn Sie die gewünschte Farbe haben, dann sofort auf ein Backpapier geben zum Auskühlen. Wenn die Mandelblättchen abgekühlt sind, dann gebe ich sie wieder in ein Schälchen. Die Kuvertüre einmal verquirlen und jetzt die Biskuits für die Deko schräg in die Kuvertüre tauchen und auf dem Backpapier ablegen. Die übrig gebliebene Kuvertüre stelle ich kalt und verwende sie jetzt beim nächsten Mal zum Schokoladenpudding. Ich hatte die Torte über Nacht im Kühlschrank, also das heißt, sie ist gut durchgekühlt. Und jetzt die Torte mit dem Messer aus dem Ring lösen und den Ring abziehen. Der Rand der Torte wird noch mit Sahne verkleidet, deshalb schütze ich die Tortenplatte mit Backpapierstreifen. Für die Randverkleidung und die Deko schlage ich noch 200 ml Sahne steif. Die Torte jetzt mit der geschlagenen Sahne verkleiden. Ich nehme wieder einen Tortenheber dazu. Jetzt ziehe ich den Rand noch glatt. Da kommen noch Mandeln hin, also wenn eine Lücke ist, ist es auch gar kein Problem. Die restliche Sahne fülle ich in einen Spritzbeutel mit einer 7er Sterntülle und stelle sie kühl. Mit einem Tortenteiler teile ich noch 12 Stücke ein. Ihr kennt es ja schon, die Mandeln am Rand aufbringen ist immer etwas schwierig. Ich habe mir eine Scheibe Orange abgeschnitten und die auf dem Kartoffelspieß. Und jetzt tauche ich die in die Mandeln und bringe sie dann auf, wie mit einem Stempel. Die Backpapierstreifen wieder abziehen, immer seitlich weg, dann reißt man am wenigsten von der Verzierung mit ab. Jetzt kommen wir schon langsam zum Finale. Jetzt noch mit der Sahne kleine Loops aufbringen. Die müssen gar nicht so gleichmäßig sein, es kommen ja noch die Löffelbiskuits drauf, also keine Angst beim Aufbringen. Die Biskuits jetzt aufbringen. Und jetzt ist es schon geschafft, die Torte kann jetzt gleich ohne weitere Kühlzeit serviert werden. Jetzt schneide ich die Torte noch an, damit ihr sie auch von innen seht.
Und hier die Torte im Anschnitt. Die Torte lässt sich gut vorbereiten und hält gekühlt 3 bis 4 Tage. Macht sie doch mal nach. Tschüss und bis zum nächsten Mal.